book in Russian. Vieles von dem, was ich da zu sehen bekommen habe, kann ich gar nicht in einem Bericht zeigen. Das kann man den Zuschauern nicht zumuten und das würde ja auch gegen ethische Grundsätze verstoßen, so offen Tote zu zeigen. Aber es war für mich eben wichtig, auch das schonungslose Bild dessen zu bekommen, was dort passiert ist. Mein Name ist Katrin Eigendorf. Ich bin internationale Reporterin im ZDF. Mein Job ist eigentlich, alle möglichen Krisenherde der Welt abzudecken. Das kann Afghanistan sein, das können Waldbrände im Amazonas sein, das kann der Krieg in Syrien sein oder eine Flüchtlingskrise in Griechenland. Mein letzter Einsatz ist jetzt vor allem in der Ukraine gewesen. Wir sind unterwegs nach Borodjanka. Auch heute hat die ukrainische Regierung einen Transport für Journalisten organisiert. Mit anderen Kollegen haben wir uns auf den Weg dorthin gemacht, denn auch in Borodjanka soll die russische Armee Gräueltaten an der Zivilbevölkerung begangen haben. Wir wollen uns dort ein Bild davon machen. Dann wurden wir Journalisten eben in Begleitung von Mitarbeitern des Innenministeriums nach Borodjanka gebracht. Also da war auf der einen Seite eben Angebot zu Interviews, aber auf der anderen Seite eben auch die Möglichkeit, auf eigene Faust loszuziehen, zu drehen, mit Anwohnern zu sprechen. Es sind oft Dinge möglich, zum Beispiel, dass uns Soldaten mitnehmen an die Front, dass wir Einblicke bekommen in Hintertüren, die sonst verschlossen bleiben für normale Menschen. Und damit blicken wir nach Dnipro zu Ibrahim Naba. Guten Morgen, wie ist denn die aktuelle militärische Lage bei dir in Dnipro? Wir haben gerade vor wenigen Minuten die Nachricht erhalten, dass es in Saporischschja, also eine Autostunde von hier entfernt, erneut Raketenangriffe an diesem Morgen gegeben hat. Ich bin Ibrahim Naba, Reporter für die Welt und Welt am Sonntag und berichte seit einigen Wochen aus der Ukraine über den Krieg. Wir waren die ersten 4 Wochen im Westen der Ukraine und in Odessa unterwegs. Ich hatte dann ein paar Tage Pause in Berlin, was sehr komisch sich für mich angefühlt hat, nach irgendwie so einer Zeit, wo man dann wie ich zum ersten Mal einen Krieg erlebt, überhaupt und dann auch noch als Journalist, plötzlich wieder in so eine heile Welt in Berlin zu kommen. Und deswegen wollte ich auch so schnell wie möglich wieder zurück, um über das, was hier passiert, zu berichten. Das sind die Überreste von einem Raketeneinschlag. Es gibt halt ganz klare Regeln, die das Militär vorgibt, an die wir uns halten müssen. Did anyone get killed? No. And they, guys, no film it. Planes. Okay. Or this is the line, landing line. Okay. Don't film it. This line. Okay. Okay. Das sind die Überreste. Man sieht hier noch Schilder, wo natürlich Flugzeuge hier drauf zu sehen sind. Man sieht hier die Sicherheitskontrollen, die Schleuse, die dann dazu geführt hat, Blogposts dürfen auf keinen Fall gefilmt werden. Gleiches gilt für irgendwelche Panzer oder strategischen Ziele, die in der Ukraine stehen. All das unterschreibt man, wenn man eine Akkreditierung hier beantragt. Da unterschreibt man, dass man eben all das nicht offenbart, also nicht Dinge offenbart, die möglicherweise kriegsentscheidend sein können und dem Feind aus ukrainischer Sicht, also den Russen, Informationen liefert. Jetzt geht gerade der Alarm hier an, wie ihr es hört. Also es ist gerade Sirenenalarm hier in Odessa. Ich schalte das kurz aus. In Lviv, also im Westen der Ukraine, war es noch krasser. Da sind im Grunde die Sirenen angegangen und ich würde mal sagen, 80-90% der Menschen haben eigentlich gar nicht reagiert. Also laufen einfach normal über die Straße weiter. Ich glaube, das ist
sehr menschlich, dass wir immer erst handeln, wenn es wirklich passiert. Виносили, вичищали, це все викидалося. Це в кожній квартирі таке робиться. Що вони шукали, я не знаю, золото, що вони брали, я не знаю, телефони. Телевізори вони просто розбивали прямо на стінку. Wie engagieren здесь? Так, вони тут жили. Где это видно? Отам на внизу, то в кроваті, то їхні всі ліжки. Вони там ховалися, там жили. И здесь тоже? Ну тут, мабуть, ні, в цій квартирі ніхто не був. Построїть ще краще, ніж було. І жити ще краще, як ми жили. І доказати всім, що ми чогось варті. So sieht diese Wohnung hier nach einem russischen Angriff aus. Alles liegt in Trümmern, aber die Leute hier sind trotzdem zuversichtlich und sagen, wir werden alles wieder aufbauen und es wird besser sein, unser Land wird besser sein, als es vorher war. Andreyevka is a village located 40 kilometers northwest of Kiev. The devastated village was home to over 1,000 people. It was occupied by Russian forces for 34 days. Now workers are going to each house and demining so that maybe in the future the residents can come back and rebuild their houses again. Man muss ja auch immer im Hinterkopf haben, wir bewegen uns da immer noch in einem Kriegsgebiet, aus dem zwar die Armee abgezogen ist, aber trotzdem gibt es dort noch überall entschärfte Minen, Sprengfallen, Munition. Das ist nicht ganz ungefährlich und deswegen ist es natürlich gut, wenn man auch erfahrene Leute an seiner Seite hat. Wir sind vor allem mit ukrainischen Soldaten unterwegs. Wir haben keinen Kontakt zu russischen Soldaten, keinen direkten. Das heißt, natürlich ist das erstmal eindimensional, was wir zu sehen bekommen. Es ist auch immer die Frage, wem können wir vertrauen, was ist Propaganda, was ist Teil der Propaganda, was nicht. Es geht nicht nur um Narrative, sondern es geht in erster Linie um Desinformation. Ich merke auch heute, dass es immer noch wieder vereinzelte Zwischenrufe gibt, die sagen, machen nicht auch die Ukrainer Propaganda? Müssen wir nicht auch mehr die russische Version der Geschehnisse darstellen? Und da sage ich, unsere Aufgabe als Journalist ist nicht, Lügen zu verbreiten. Unsere Aufgabe als Journalist kann nicht sein, das, was die russische Regierung sagt, einfach so gegen die Position der ukrainischen Regierung zu setzen, wenn wir ganz genau wissen, dass es sich hier um Lügen handelt. Das, was Russland macht, ist keine Perspektive auf die Realität, sondern es ist eine Lüge. Und das klar zu benennen, das sehe ich als meine Aufgabe. На самом деле, российскую журналистику Путин уничтожает, как только пришел к власти. Сначала это было телевидение, потом это были газеты, а теперь добрались и до интернета. Es ist wichtig, dass man, auch wenn einem die Dinge nahe gehen und auch wenn man sich davon nicht ganz frei machen kann emotional, dass man immer wieder versucht, sich klarzumachen, dass man hier als Beobachter ist, dass man hier nicht als Aktivist oder irgendwas ist, dass man vor allem wirklich als Beobachter ist, der mit seinen Augen hier den Lesern, den Zuschauern eben vermitteln kann, was in diesem Land während des Kriegs los ist. Heldentum und unangemessener Mut. Und das, glaube ich, ist in Kriegs- und Krisengebieten keine gute Eigenschaft. Ich glaube, eine gute Portion Umsicht und Vorsicht und die Fähigkeit, sagen wir mal, auch zurückzutreten, sich nicht überwältigen zu lassen von Ereignissen, das nochmal in Ruhe zu betrachten, ist ganz wichtig, um sachlich berichten zu können. Aber ohne Herz kann man keine gute Berichterstattung aus solchen Situationen machen, kann man nicht mit den Menschen mitfühlen. Und das ist für mich auch Teil einer guten Kriegs- und Krisenberichterstattung. Als ich dann aber zu Hause war in Berlin und dann irgendwie an diesem absurd friedlichen Tempelhofer Feld und so wieder vorbeigelaufen bin und so ein bisschen alles gesagt ist, habe ich schon gemerkt, wie die Wochen waren. Also da diese 5, 6 Tage, die ich dann frei hatte zwischen dem ersten und der zweiten Reise in die Ukraine, da habe ich erst mal gemerkt, was dann abfällt. Und was ich so krass fand, war, dass ich in Berlin nachts bei jedem Geräusch, bei jedem Zuschlagen mit irgendeiner Tonne immer den Krieg in meinem Kopf plötzlich hatte.
Das Allerwichtigste ist erstmal, dass man in einem guten Team zusammenarbeitet. Also dass man mit den Menschen, mit denen man arbeitet, darüber sprechen kann, dass man abends sich auch austauschen kann, dass man ganz klar auch sagt, was einen bedrückt, was einem vielleicht auch schmerzhaft in Erinnerung ist. Und dann sind natürlich generell stabile menschliche Beziehungen wichtig, dass ich mit meinem Mann darüber reden kann, der ja selber auch Journalist ist, dass ich mit meiner Tochter darüber reden kann, die das unterstützt und Verständnis hat. Und dass ich eben auch viele Freunde habe, mit denen ich darüber sprechen kann. Aber ganz ausblenden kann man das nicht und das verfolgt einen natürlich auch ein Stück weit. Damit muss man einfach leben. Das geht auch an einem Reporter nicht vorbei. Das kann mir auch keiner erzählen, dass er abends da nicht liegt und nicht irgendwie über die Menschen und das nachdenkt, was er da erlebt hat. Das wäre unmenschlich. Das ist natürlich. Und ich hatte bei mir einfach das Bedürfnis, unbedingt zurückzugehen, weil ich das den Leuten schuldig war oder zumindest das Gefühl hatte und weil ich auch wirklich das Gefühl hatte, dass wir das machen müssen.